Wow. Ja, ihr Lieben, es geht wieder los. Die Sommersaison steht vor der Tür und ich habe am Wochenende mein erstes Medenspiel gewonnen. Damit euch das auch gelingt, dass ihr erfolgreicher und besser auf Sand spielen könnt, dafür bekommt ihr hier in diesem Video meine 3 Top-Übungen, meine 3 Lieblingsübungen für den Sandplatz. Also dranbleiben, viel Spaß! Wie ihr es von mir kennt, bekommt ihr jetzt nicht einfach nur 3 Übungen hier hingestellt, sondern ihr bekommt 3 Übungsvariationen mit mehreren Varianten. So, wir haben jetzt hier gleich die erste Übung und dafür brauchen wir eine Netzerhöhung. Ich mache das immer mit ein bisschen Panzertape und den Netzpfosten und spanne darüber einfach einen Absperrband. So, und dann geht es ja auch gleich los mit der ersten Übung, nämlich dem hohen Spiel über diese Leine. Sorgt dafür, dass wir jetzt viel Topspin spielen, hohe Topspin-Bälle spielen und es geht jetzt hier einfach nur darum, Vorhand-Cross den Ball zu halten. Und was wir auch Vorhand-Cross machen können, können wir natürlich auch in alle anderen Richtungen machen. Also hier zum Beispiel Rückhand-Cross oder eben Rückhand-Longline. Was wir hier üben, ist eben, wie gesagt, das hohe Spiel über das Netz, was wir auf dem Sandplatz brauchen. Und natürlich das Spiel mit viel Topspin. Auch wenn die Übung etwas aufwendig aufzubauen ist, ich garantiere euch, das ist einfach eine geile Sache. Ihr seht es jetzt hier, wie wir spielen. Wir machen so gut wie keinen Netzfehler mehr. Ich glaube, in dieser ganzen Übungssession haben wir nicht einen Ball ins Netz gespielt. Und das ist halt super, weil wir haben diese optische Hilfe mit dem rot-weißen Absperrband. Deswegen ist diese Variante auch ein bisschen besser, als wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Bänke oder Kleinfeldnetze hinstellt. Und ja, jetzt hier in dieser Übung kombiniere ich das Ganze mal mit einem Hosenträger. Also ich unten spiele Longline, mein Partner spielt Cross und das könnt ihr wunderbar auch zusammen einfach im Training einfach mal machen. Zum Hosenträger komme ich gleich noch, beziehungsweise gegen Ende des Videos. Der wird hier in diesem Video nochmal eine wichtige Rolle spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ja, der Hosenträger ist eigentlich immer so einer meiner Lieblingsübungen, meine erste Übung auf Sand. Und wie gesagt, mehr dazu später. Jetzt hier haben wir eine Sache, das ist auch ganz interessant. Der Spieler hinten soll jetzt zweimal über die Leine hinten in meinen Bereich treffen. Ziel ist es jetzt hier natürlich wieder den Gegner mit einem langen Spinball unter Druck zu setzen. Und wenn er das geschafft hat, rückt er auf und spielt den Punkt dann aus. In dem Fall hier am Netz. Kommen wir zu meiner zweiten Übung. Die zweite Übung funktioniert nach dem Prinzip, dass wir eine gelbe Linie haben, die vor der Grundlinie ist. Und hier sollen die Spieler jetzt hier jeweils einmal reintreffen. Wichtig ist, sich selber ein Feedback zu geben, ob der Ball im Feld war oder nicht. Und ihr habt es gerade gesehen, der Dominik hinten, der hat den Ball viel zu lang gespielt. Wir spielen aber trotzdem weiter, denn wir wollen uns an die langen Ballwechsel gewöhnen, die auf Sand einfach passieren. So, Ladies and Gentlemen, jetzt müsste eigentlich ein toller Ballwechsel kommen, wo ihr den schlechtesten Stoppball aller Zeiten seht. Also hier auch wieder beide treffen und dann wird der Punkt ausgespielt. Und jetzt spiele ich hier den sensationell gleich schlechtesten Stopp aller Zeiten. Den müsste ich eigentlich nochmal im Replay zeigen. Ja, der Dominik, der hasst es, wenn ich Stopp spiele. Da hat er meistens immer schon keinen Bock mehr auf die Trainingseinheit. Aber ich hoffe, er verzeiht mir das. Ja, und so könnt ihr das wunderbar aufbauen. Ziel hier natürlich die langen Rallyes, natürlich wieder eine gute Länge zu spielen, einen guten Topspin und ja, anhand dieses Prinzips werde ich jetzt hier gleich auch noch weitere Variationen zeigen. Ziel dieser Variation ist es jetzt, die Bälle immer im Fallen zu spielen. Und da bin ich gleich aus der Trainerprüfung durchgefallen, weil ich meinen Ball hinten nicht weglege. Nein, ich werde mir jetzt nicht die Haxen brechen. Ich werde nicht über diesen Ball fliegen. Aber zurück zur Übung. Wieder, jetzt müssen zweimal die Spieler wieder hinten in den Bereich treffen. Und Ziel ist es eben jetzt, wirklich den Ball
versuchen fallen zu lassen. So, da bestehe ich auch wieder die Trainerprüfung. Also, jetzt wieder. Sieht man es ganz gut. Ich warte, bis der Ball wieder sich senkt und dann spiele ich den Ball rüber. Und dann gibt es wieder ein freies Spiel. Treffer und Spiel. Ziel hier ist es, defensiv eher zu starten, defensives Spiel zu üben und dann eben in die Offensive zu schalten. Ja, ich hatte es ja zu Beginn gesagt, auch der Rückhand-Slice ist relativ wichtig auf Sand, daher hier eine Variation mit Rückhand-Slice. Beide Spieler sollen hinten in den hinteren Bereich mit einem Rückhand-Slice treffen, bevor der Punkt ausgespielt wird. Ob ihr das jetzt so spielt, dass jeder einmal treffen muss oder ob es insgesamt zweimal länger gespielt werden muss, das ist natürlich euch überlassen, könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Also das ist auch sicher eine nette Variante. Jetzt hier in der Variante sollen die Spieler vor der Linie stehen und versuchen zweimal in den hinteren Bereich zu treffen, bevor der Punkt ausgespielt wird. Ja, danach kann man nach hinten wieder rausgehen und der Punkt wird ausgespielt. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich immer so mit meinen Armen nach oben fuchtel, das hatte damit zu tun, dass ich beim Schneiden dieses Videos einfach eher sehe, wo Ballwechsel geklappt haben, funktioniert haben. Dann muss ich nicht so viel rumsuchen. Ihr wisst, so diese Videos sind relativ aufwendig, eben in Schneiden. Man muss immer dann auch die richtigen Ballwechsel erwischen. Und so, jetzt aber zurück zum Text und hier kommt ein schöner Stoppball, den der Dominik natürlich schon wieder total abnervt. Ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Dominik hasst es, wenn ich Stoppball spiele. Da muss ich immer mich köstlich amüsieren. Ja, kommen wir zu meiner dritten Übung, zu meiner dritten Übungsvariante und das ist der Hosenträger. Ich hatte es ja eingangs des Videos schon mal gesagt, eine absolute Mussübung auf Sand. Wunderschön, um eben die Richtungswechsel zu üben und der Hosenträger, wenn ihr den mal vom Prinzip her weitere Übungen da sehen wollt, dann verlinke ich euch hier in der Infokarte. Hier zeige ich euch jetzt mal eine Variante. Der Hosenträger funktioniert ja so, dass der untere Spieler zum Beispiel Cross spielt und der obere Spieler Longline. Und hier ergänze ich das noch mit Zuruf des Trainers. Das heißt, ich rufe immer wieder Wechsel rein und genau in diesem Moment sollen die Spieler versuchen, die Richtung zu wechseln. Wechsel. Und vor. Ja, und ihr seht, man kann das wunderbar erweitern. Jetzt habe ich zum Beispiel vorgesagt und jetzt sollen die Spieler entsprechend vor der Linie dann sich stellen und den Hosenträger weiterführen. Es wird dann weitergespielt, wieder in den Hosenträger, bevor ich wieder das nächste Kommando gebe. Also, ihr seht, man kann da wunderbare Übungen raus kreieren. Ihr könnt das Ganze immer weiter spinnen, wie ihr wollt. Und das ist auf jeden Fall einer der Vorteile dieser Hosenträgerübung. Schlagsicherheit, Winkelspiel ist drin. Wir haben die häufige Schlagabfolge, die wir auf Sand brauchen. Und ja, deswegen eine Top-Übung für den Sandplatz. Und zurück. So, eine Variation möchte ich euch noch zeigen. Man kann das Ganze dann auch, wenn man auch wieder Punkte ausspielen möchte, nochmal ergänzen mit einem weiteren Kommando, nämlich das Kommando Spiel. Das heißt, sobald der Trainer Spiel ruft oder falls ihr das untereinander macht, falls ein Spieler Spiel ruft, wird der Punkt einfach ausgespielt. Hier, schöner Passierball vom Lars. Ja, Lars und Eva sind das. Von denen werdet ihr noch mehr sehen auf jeden Fall. Die Eva spielt Regionalliga. Ja, also schon eine gute Spielklasse bei den Damen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt Damen 40 ist. Ich glaube, Damen 40 ist es. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, und die beiden sind unheimlich motiviert. Sieht man auch in der Art, wie sie trainieren. Das macht unheimlich Spaß mit den beiden, wenn man zwei so motivierte Spieler hat. Und ja, der Lars hat häufiger ein bisschen Probleme, die Übung zu verstehen, wie man gerade gesehen hat. Und die geben sich's einfach ganz gut im Training. Und das macht immer wieder Spaß, ja. 1-1. Ich gebe alles. Mach mal die Geduld.
versucht Übungen oder Übungen dieser Art in euer Training mit aufzunehmen und ihr werdet sehen, es bringt euch ungemein was für das Sandplatztennis. Seid ihr auf der Suche nach weiteren Übungen, dann schaut mal hier, hier, hier und hier. Da findet ihr alles weitere aus meinem Kanal, Übungen, Tipps und Hinweise zu eurem Tennistraining. Also in dem Sinne, bis dahin, euer Martin.